In diesem Video wird es um psychische Gewalt gehen. Wenn ihr euch gerade nicht in der Lage fühlt, euch mit dem Thema zu befassen, schaltet nun lieber weg. Emotionale, psychische oder seelische Gewalt sind Gewaltformen, die vor allem verbal ausgeübt werden. Sie äußern sich in vielen verschiedenen Verhaltensweisen und Handlungen. Wie auch bei Gewalt in Beziehung geht es bei ihnen immer um Machtausübung und Kontrolle. Sie zielen also darauf ab, Personen zu verunsichern, zu verletzen, herabzuwürdigen oder zu isolieren. Psychische Gewalt wird überwiegend im nahen Umfeld, wie etwa von Ex-PartnerInnen oder Familienmitgliedern ausgeübt. Wichtig ist, psychische Gewalt kann wie auch Gewalt in Beziehung alle treffen. Das heißt wirklich alle, egal wie alt sie sind oder welcher sozialen Schicht sie angehören. Vielleicht fragt ihr euch nun, welche Verhaltensweisen oder Handlungen zu psychischer oder emotionaler Gewalt gezählt werden und weshalb. Hier ein paar Beispiele. Zum Beispiel durch ein Kontaktverbot zu ihrer Familie oder zu FreundInnen, indem die Person eingesperrt oder die Benutzung ihres Handys kontrolliert wird. Es wird zum Beispiel damit gedroht, Dritte zu verletzen, wie etwa Haustiere oder Verwandte, um bestimmte Ziele zu erreichen. Immer wieder wird Macht auch dadurch demonstriert, dass Gegenstände zerstört werden. Beschimpfungen, Abwertungen und Diffamierungen. Sie dienen der Zerstörung des Selbstwertgefühls und der psychischen Gesundheit der Opfer. Hierzu zählt zum Beispiel das Lächerlichmachen in der Öffentlichkeit durch beleidigende und herabwürdigende Äußerungen. Sehr häufig werden Behauptungen aufgestellt, wie die betroffene Person sei verrückt, psychisch krank oder selbstmordgefährdet. Diese Äußerungen werden oft benutzt, um von den eigenen Taten abzulenken und die betroffene Person zum Problem zu machen. Belästigung und Terror. Das sind zum Beispiel ständige Anrufe mitten in der Nacht, Drohbriefe, Bespitzelung und Verfolgung am Arbeitsplatz oder zu Hause. Diese Form der Gewalt wird auch Stalking genannt. Dazu haben wir auch ein eigenes Video veröffentlicht. Was ihr wissen solltet ist, dass psychische Gewalt sich häufig auf das Selbstwertgefühl und die psychische Verfassung auswirkt. Vor allem das Wegbrechen des sozialen Netzwerkes durch die Isolation wird als besonders schlimm erlebt. Leider ist psychische Gewalt deutlich schwieriger nachzuweisen als körperliche Gewalt. Sie ist strafbar und kann von einigen Straftatbeständen erfasst werden, die wir euch unten verlinken. Deshalb solltet ihr, wenn möglich, Beweise in Form von Chatverläufen, E-Mails und Gedächtnisprotokollen, wie etwa Tagebucheinträge, sammeln. Ihr könnt außerdem Personen, die ZeugInnen von Herabwürdigungen und Beleidigungen geworden sind, für Aussagen anfragen. Falls ihr euch jetzt fragt, ob ihr in einer Gewaltbeziehung lebt oder gelebt habt, kann es sinnvoll sein, dass ihr professionelle Hilfe in Anspruch nehmt. Es lohnt sich auf jeden Fall, Kontakt zu einer Frauenberatungsstelle oder einem Frauennotruf aufzunehmen, die euch berät und unterstützt. Beratungsmöglichkeiten und Hilfsangebote in Deutschland, Leipzig und im Leipziger Landkreis sind folgende. Wenn ihr im Landkreis Leipzig wohnt, gibt es die Möglichkeit, sich an die Beratungsstelle Wegweiser e.V. in Grimma zu wenden. Diese erreicht ihr 24/7 unter der Rufnummer 0177 30 39 219. Alle in Leipzig Wohnende können sich an den Verein Frauen für Frauen wenden. Diese erreicht ihr 24/7 unter der Rufnummer 0341 30 61 08 00. Außerdem gibt es ein bundesweites Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Dieses erreicht ihr 24/7 unter der Nummer 08 000 116 016. In akuten Situationen ruft den Notruf der Polizei 110. Wie immer verlinken wir euch weitere Beratungs- und Hilfsangebote in der Bio. Schaut gerne auch unsere anderen Videos, wenn ihr mehr erfahren möchtet. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback. Also schreibt uns gerne oder kommentiert unsere Videos. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr die Verbreitung der Informationen genauso wichtig findet wie wir, dann folgt uns und/oder teilt unsere Videos unbedingt.